Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir bei dieser C-Klasse Mercedes W204, der C350er, Baujahr 2012, Motorcode OM642, 195 kW, die 3-Liter-Maschine. Bei dem wollen wir einmal Diesel übrigens. Bei dem wollen wir einmal, wie man im Titel lesen konnte, einmal die Motorlage austauschen. Original. Und da sieht man auch nichts, dass das irgendwie von Lehmförder ist oder von Male, weil manchmal streicht man das ja irgendwie weg, aber das ist Original Mercedes. Wir machen aber mal Kauflink von der anderen Marke rein, beziehungsweise die Original-Ersatzteilnummer mal unten rein. Und ja, die sind auch identisch von links zu rechts. Genau. Da sind die gleich. Ja, und wir wollen einmal die Motorlage austauschen. Und ja, wie man das Ganze austauschen würde ich euch gerne zeigen, beziehungsweise ich nehme euch einfach mal mit, wenn ich sie wechsle. Und ja, ohne Bühne nicht machbar. Und ihr benötigt einen Getriebeheber, beziehungsweise Motorbrücke, um entweder das von oben fest, am besten Getriebeheber, damit ihr das ein bisschen hochheben könnt. Aber wir gucken uns mal an, wie das in der Praxis aussieht. Und ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITJAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Um das einigermaßen wechseln zu können, müssen wir die Luftfilterkästen rausholen. Das bedeutet, die Abdeckung einmal ab. Und die Luftfilterkästen müssen einmal raus, damit wir da einmal an die Schraube dran kommen. Machen wir das Ganze mal einmal ab. Dann nehmt ihr einmal einen E10 Torx. Einmal auf der Seite. Einmal so eine lange. Die Klammer hing hier jetzt nur ein bisschen fest. So. Jetzt müssen wir den Teil einmal rausnehmen. Wir können anschließend das Ganze einmal komplett rausholen. Das ist hier einmal in solchen Gumminippeln einmal fest. So, hier das gleiche.
Also hier ist nur ein Unterschied, hier ist nämlich noch ein Stecker. Hier muss man das Ganze einmal ausrasten und dann kann man drauf drücken. Hier das Ganze auch einmal lösen. Und dann können wir den Kasten auch einmal komplett rausholen. Und dann kann man von hier oben schon Folgendes sehen. Da ist einmal schon die Schraube, um oben dran zu kommen, und einmal von der Seite. Da können wir das Ganze schon mal lösen. Ist jetzt sehr schwierig, das Ganze mitzufilmen, aber mit einem Ringmaul kriegt man das Ganze gut gelöst. Dann kann man die Schraube auch rausschrauben. Also mit einem Ringmaul komme ich dran. Kriege ich die obere Schraube ab. So sieht das Ganze dann einmal aus. Das gleiche auf der anderen Seite. Also in Foren hat man gelesen, dass die auch mal schwergängig rauskommen. So, wenn man das gelöst hat, dann kommt man auch mit einem guten Ringmaul-Ratscher dran, wenn das etwas schwergängig geht. So, aber aufpassen, auf der anderen Seite, da ist der Generator, da ist der Anlasser. Zu empfehlen, wenn ihr da irgendwie rumhantiert und das Ganze mit dem Ringmaul nicht klappt, vorsichtshalber Batterie abklemmen. So, mit einer Motorbrücke hier anzusetzen, ist, glaube ich, obwohl, ja, es geht. Es geht. Nur, man muss ja von unten nachher die Schrauben abschrauben, deswegen mit Motorbrücke ein bisschen schwierig, aber sonst müsste man die ganze Zeit hoch und runter machen. Mit Getriebeheber geht es, glaube ich, am besten und am einfachsten. So, wir haben jetzt beide obere Schrauben ab. Jetzt ist der Plan, das Ganze ein bisschen hoch zu drücken und dann die Lager rauszubekommen. So sieht das Ganze dann einmal aus. So, hier können wir jetzt das Motorlager von unten sehen. Wichtig, mit einem 13er könnt ihr jetzt einmal versuchen, hier und hier einmal die Schrauben zu lösen. Ich zeige nachher die Position nochmal, wenn wir das Ganze dann festziehen, wo das ist. Aber wichtig, nicht sofort mit Schlagschrauber drauf, sondern erst versuchen, das Ganze mit Hand zu lösen, weil die natürlich gerne abreißen können. So, der kommt schon mal ganz gut. Jo. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr einen Holzklotz nehmt, denn wir müssen hier jetzt auf eine bestimmte Position drücken. Ihr könnt jetzt nicht einfach so auf die Ölwanne drücken. Das macht ihr da auf jeden Fall eine Delle rein. Deswegen ist es wichtig, die Kraft zu verteilen. Aber wenn wir jetzt Motorlager rausholen und das Ganze euch hier wegrutscht, weil es scheiße positioniert ist, dann könnt ihr euch alles Mögliche quetschen. Deswegen ganz, ganz wichtig, das Ganze abzusichern, hier mit dem Holzklotz. Und wir werden hier noch einen Holzklotz reindrücken, beziehungsweise hier auf der Seite, damit, falls das Ganze runterklatscht, nicht komplett abrutscht, abreißt. So, und jetzt könnt ihr Folgendes beobachten. Natürlich mit Gefühl und mit Bedacht das Ganze hier machen. So, und dann könnt ihr sehen, dass sich das Ganze hier hebt. Bis zu einem gewissen Punkt. Man darf damit halt nicht übertreiben. Und jetzt natürlich auch vorsichtig das Ganze lösen. Denn komplett mittig das Ganze zu machen ist schwierig, beide sofort zu wechseln. Deswegen müsst ihr erst eine Seite probieren und dann die andere. Und dann sollte das eigentlich klappen. So, ein Holzklotz hier zwischen, falls der abrutscht. Und dann können wir das Ganze eigentlich
komplett abschrauben. Wir müssen gucken, ob wir das dann gewechselt bekommen. Und dann kann man die Schraube auch oben schon ansetzen. Ne, Quatsch. Motorlager noch nicht oben ansetzen, weil wir müssen ja die andere Seite noch tauschen. Ja. Warte.
Also, um das Motorlager rauszubekommen, habe ich jetzt das Lenkgetriebe abgesenkt, die 4 Schrauben hier abgemacht. Ich habe deswegen, die Arbeit ist ja schon vollendet. Ihr konntet das im Speed-Modus sehen. Ich musste das jetzt auf die Schnelle weitermachen, konnte hier jetzt nicht lange den Erklärbär machen, weil das Ganze hing mir halt hier auf der Ölwanne und deswegen das muss dann rucki auch getauscht werden. Und ja, nach dahin sind wir nicht rausgekommen, deswegen Lenkgetriebe ab, das Ganze nach hierhin rausgeholt. Lenkgetriebe ist hier mit 1, 2, 3, 4, 17er Muttern, Schrauben, 17er Schrauben und 18er Muttern von oben drauf. Und das Ganze abgesenkt, das Ganze hier nicht zu weit unten hängen lassen, weil das ja natürlich an das Lenkrad oben gebunden ist. Und das Ganze dann wieder hin und her angesetzt. Deswegen zu empfehlen, nach dieser Reparatur eine Achselmessung durchzuführen, weil minimal hat man hier immer ein bisschen Spiel, dass man sich die Spur verstellt. Das dazu. Und jetzt kann ich euch auch einmal zeigen, wir haben jetzt auch einmal alles angesetzt. Das bedeutet, oben auf den Lagern die Schrauben angesetzt und unten die Schrauben angesetzt. Jetzt können wir von unten das Ganze einmal festziehen. Wenn ihr euch hier einmal unter der Achse befindet, dann einmal hier und einmal hier. Da sind die zwei. Fest bzw. abzuschrauben. Und können jetzt von oben die Motorlager festschrauben. Zu empfehlen ist, das Ganze mit so einem kleinen 16er Ringmaul das Ganze festzuschrauben. Oder halt mit so einem Ringmaul-Ratschenschlüssel, der sich halt biegt, bzw. beweglich ist. Sonst hat man da schlechte Karten. Ja Leute, und so kann das Ganze dann einmal aussehen, wenn man das Ganze austauschen möchte. Deswegen wichtig, wenn ihr das so auf diese Methode machen möchtet, besorgt euch auf jeden Fall stabile Holzklötze und Getriebeheber oder Wagenheber oder wie auch immer ihr das vorhabt. Ansonsten, welche Möglichkeiten gibt es?
Ansonsten, welche Möglichkeiten gibt es? Ja, dass man halt die komplette Achse abschraubt oder absenkt und das Ganze dann rausholt. Sonst hat man eigentlich wenig Chancen, das Ganze zu wechseln. Und so ist es halt wirklich am einfachsten, vielleicht jetzt nicht so gut auf die Ölwanne zu drücken, aber wenn man da halt an den Kanten dran drückt, sollte, beziehungsweise passiert eigentlich nichts. Und natürlich das Ganze mit Gefühl machen, nicht einfach volle Pulle da reindrücken, das ist nicht Sinn der Sache. Ja, ansonsten müsste man die Achse abschrauben, um das Ganze zu wechseln, deswegen. Und ja, Zeit ist Geld. Und wenn es so klappt, ist es ja natürlich auch in Ordnung. Oder schreibt es gerne unten in die Kommentare, so könnte man das Ganze austauschen. Und wenn man vorne halt das Lenkgetriebe ab hat, wirklich wichtig, auch die Achsvermessung anschließend durchzuführen. Nicht, dass man die Spur verstellt und dadurch einen extrem hohen Reifenverschleiß hat. Ja, ansonsten, die sind jetzt eigentlich nicht so extrem stark ausgeschlagen, beziehungsweise man kann es auch kaum sehen. Oder, also die anderen waren, diese Teile waren fest, warum auch immer das hier lose ist. Ja, ansonsten, Motorlager wirkt sich halt ziemlich stark aus, dass das dann quasi, dass die Karosse ziemlich stark vibriert. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass das auch der Grund war, warum man das ausgetauscht haben wollte. Aber ja, hier geht es darum, wie man das Ganze austauschen kann. Das ist ein Beispielvideo. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, Kauflinks unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!